Letzten Sommer, also 2020, hat der Oskar den Virgil gebeten, ihm so vorgelochtes Daumenkinopapier zu kaufen, denn er hatte ein großes Projekt vor. Bitte, Papa. Der Oskar liebte es zu zeichnen. Er malte zum Beispiel diese futuristische Schlangenmaschine hier oder dieses kleine Selbstporträt mit Bleistift. Und er hatte sogar einen Instagram-Account mit dem Namen Art by Oskar. Hier sieht man ihn mit 6 Jahren im Pyjama, sehr konzentriert bei den Einzelbildaufnahmen. Sein Vater Virgil hat selbst mit 10 begonnen, Daumenkinos zu malen. Und die wurden dann noch seine allerersten Trickfilme auf Super 8-Film, wie zum Beispiel der Auch Farbe kann träumen aus dem Jahr 1981. Er hat dem Oskar schon sehr früh beigebracht, wie man Animationsfilme macht, zur Freude von beiden. Der Virgil hat dann diesen Blätterstapel in Oskars Schreibtisch gefunden. Erst als er alle Bilder einzeln abfotografiert und zu einem Film gemacht hatte, konnte man sehen, wie gut die eigentliche Animation war. Und er fand es schade, dass der Film nicht fertig werden würde. Einige Wochen später hatte der Virgil die Idee, den Film selbst fertigzustellen. Aber wie? Kurz darauf fand er in Oskars Zimmer ein Mathematikbuch für Kinder. Mathe voll gefährlich. Man muss hier bei jedem Rätsel ein bedrohliches Problem lösen und um sein Leben rechnen. Oskar hat das Buch sehr geliebt. In einer Aufgabe musste man berechnen, ob man sich in einem Eisenbahntunnel rechtzeitig retten kann. Oskar hat alles sehr genau ausgerechnet und als Fazit schrieb er unter das Ergebnis: Es ist genau genug Zeit. In der Nacht träumte Virgil, dass dieser Satz in Oskars eigener Handschrift der Titel des Films sein würde, und schlagartig war ihm auch die ganze weitere Geschichte und das Ende des Films klar. Neben den 206 Bildern von Oskar waren noch 490 weiße Blätter übrig. Virgil wollte den Film so planen, dass sich das Timing mit diesen Blättern genau ausgehen würde. Bei der zeichnerischen Umsetzung stellten sich immer wieder Fragen und Virgil musste in dem Filmfragment nach Antworten suchen. Zum Beispiel können die beiden Strichmännchen Gegenstände herzaubern, diese wachsen dann in ihrer Hand. Das hat er übernommen. Oder wie es aussieht, wenn die Raketenschuhe eingeschaltet werden. Oskar hat das ganz genau definiert. Der blaue Mann hat nicht nur Raketenschuhe, sondern auch eine Weitsprungfunktion. Dann ist der Strahl, der aus den Schuhen kommt, nicht rot, sondern blau. Da der Oskar mehrere Malkästen hatte, war nicht klar, welche Stifte er verwendet hatte, und Virgil wollte natürlich keinen Sprung in den Farben. Das Foto hier hat ihm dann geholfen, auf dem man Oskars Werkzeuge sieht. Die Stifte in dem Federpenal sind ja auch kürzer, passend zur Menge der bisher verwendeten Farben Blau und Orange. Auch Oskars Strich hat Virgil geübt. Zuerst war er sehr vorsichtig, aber dann dachte er sich, wenn ich Angst habe, etwas falsch zu machen, dann wird sich mein Stil sicher von dem von Oskar unterscheiden, denn der Oskar hatte keine Angst. Die Blätter sind sehr klein, nur 11 cm breit. Man muss sehr genau sein, aber auch nicht zu genau. 2 Wochen saß Virgil über den Leuchttisch gebeugt und dabei wurde er selbst wieder 12 Jahre alt. Wenn der Oskar sein Daumenkino fertig gehabt hätte, hätte Virgil ihm vorgeschlagen, dass sie gemeinsam die Bilder abfotografieren und dann einen richtigen Film mit Musik und Ton draus machen. Mit dem Komponisten Siegfried Friedrich hat Oskar einige Male schon komponiert und Lieder aufgenommen. Er hat sich sehr für Musik und für die Produktion von Klängen interessiert. Und so hat Siegfried sich sofort bereit erklärt, den Ton für Oskars Film beizusteuern. Aus dem Daumenkino dann ein richtiger Film mit Geräuschen und mit Musik und einer Vorführung im großen Kino, das hätte dem Oskar bestimmt sehr gefallen.